Ein Herbsttag beim Arzt. Der Herbst war da. Die Bäume hatten bunte Blätter. Sie waren rot, gelb und orange. Der Wind wehte die Blätter durch die Luft. Normalerweise mag ich den Herbst. Die frische Luft und die Farben der Natur sind schön. Aber dieses Jahr war es anders. Seit Tagen lag ich im Bett. Mein Kopf fühlte sich schwer an. Ich hatte Fieber. Und der Husten wurde immer schlimmer. Ich fühlte mich sehr schwach. Es war schwer, überhaupt aufzustehen. Ich wollte nicht einmal aus meinem Zimmer gehen. Ich wollte einfach nur schlafen, aber der Husten weckte mich immer wieder. Meine Mutter kam in mein Zimmer. Sie sah sehr besorgt aus. »Emma, das geht nicht mehr so weiter. Du hast schon seit Tagen Fieber. Wir müssen zum Arzt«, sagte sie. »Mama, es ist nur eine Erkältung«, murmelte ich. Ich brauche keinen Arzt. Doch tief in mir wusste ich, dass es mehr als nur eine Erkältung war. Mein Körper fühlte sich sehr schwach an. Das Fieber wollte einfach nicht weggehen. Aber ich hatte Angst, zum Arzt zu gehen. Außerdem machte ich mir Sorgen wegen der Schule. Nächste Woche war die große Präsentation für unser Wissenschaftsprojekt. Lena und ich hatten monatelang daran gearbeitet. Wir wollten unbedingt gewinnen. Der Gewinner dürfte an einem großen Wettbewerb teilnehmen. Ich darf das nicht verpassen, dachte ich immer wieder. Emma, es reicht jetzt. Wir gehen zum Arzt, sagte meine Mutter entschlossen. Du wirst nicht gesund, und ich mache mir Sorgen. Eine Stunde später saßen wir im Wartezimmer bei Dr. Schmidt. Die Wände waren hellgrün, und es gab viele Pflanzen im Raum. Draußen regnete es. Normalerweise beruhigte mich der Regen, aber heute war ich sehr unruhig. Mein Kopf war voller Gedanken. Was, wenn ich es nicht zur Präsentation schaffe? Was, wenn Lena alles allein machen muss? Diese Gedanken machten mir große Angst. Lena war meine beste Freundin, und wir hatten das Projekt zusammen gemacht. Ich wollte sie nicht im Stich lassen. Lena hatte mir schon Nachrichten geschrieben. Emma, ich hoffe, du wirst bald gesund. Wir müssen uns auf die Präsentation vorbereiten, schrieb sie. Ich wollte ihr antworten, aber ich hatte keine Kraft. Mein Kopf tat weh, und mir war schwindelig. Dr. Schmidt rief uns ins Behandlungszimmer. Er sah ernst aus, aber er lächelte freundlich. Wie fühlst du dich, Emma? Fragte er. Ich erzählte ihm, dass ich Fieber hatte und viel husten musste. Außerdem sagte ich ihm, dass ich mich sehr schwach fühlte. Dr. Schmidt hörte mir aufmerksam zu. Dann nahm er sein Stethoskop und sagte, leg dich bitte auf die Liege, Emma. Ich legte mich hin und er hörte meinen Atem ab. Atme tief ein, sagte er. Ich versuchte es, aber sofort musste ich husten. Meine Brust tat weh, und der Husten ließ mich nicht los. Es klingt nach Bronchitis, sagte Dr. Schmidt. Aber wir müssen sicher sein, dass es keine Lungenentzündung ist. Dafür brauchen wir eine Röntgenaufnahme. Ich bekam Angst. Eine Bronchitis klang schon schlimm. Aber eine Lungenentzündung? Das bedeutete, dass ich lange krank sein könnte. Was, wenn ich die Schule für Wochen verpassen muss? Dachte ich. Was, wenn ich die Präsentation nicht machen kann? Dr. Schmidt sah, dass ich Angst hatte. Mach dir keine Sorgen, Emma, sagte er ruhig. Wir machen die Röntgenaufnahme heute noch, und die Ergebnisse kommen schnell. Dann wissen wir mehr. Meine Mutter nickte und sagte, keine Sorge, Schatz. Es wird alles gut. Zu Hause legte ich mich wieder ins Bett. Ich war sehr müde, aber ich konnte nicht schlafen. Mein Kopf war voller Gedanken. Was, wenn ich wirklich eine Lungenentzündung habe? Was, wenn ich wochenlang im Bett bleiben muss?
Was, wenn Lena alles allein machen muss? Dachte ich immer wieder. Lena hatte so hart für das Projekt gearbeitet. Sie zählte auf mich, und ich konnte nichts tun. In der Nacht wurde es schlimmer. Mein Fieber stieg weiter. Ich fühlte mich sehr heiß und schwach. Der Husten ließ mich nicht schlafen, und bei jedem Atemzug tat meine Brust weh. Meine Mutter kam ins Zimmer. Sie legte ihre Hand auf meine Stirn. »Du hast sehr hohes Fieber, Emma«, sagte sie besorgt. Sie brachte mir kalte Tücher für meine Stirn und Wasser zum Trinken. »Es wird bald besser«, sagte sie, aber ich konnte die Sorge in ihrer Stimme hören. Am nächsten Morgen klingelte das Telefon. Meine Mutter nahm den Anruf an. Ich hörte, wie sie mit Dr. Schmidt sprach. Nach dem Gespräch kam sie zu mir. »Die Röntgenergebnisse sind da«, sagte sie. »Es ist keine Lungenentzündung, aber deine Bronchitis ist schlimmer als gedacht. Du musst dich jetzt wirklich ausruhen. Du darfst nicht in die Schule gehen.« Ich war schockiert. »Aber die Präsentation?«, sagte ich leise. Tränen stiegen in meine Augen. Was, wenn Lena alles allein machen muss? Was, wenn sie enttäuscht ist? Meine Mutter setzte sich neben mich aufs Bett. »Emma, deine Gesundheit ist wichtiger als die Präsentation«, sagte sie ruhig. »Lena wird das verstehen. Du musst dich ausruhen, damit du bald wieder gesund wirst.« Später schrieb mir Lena eine Nachricht. »Mach dir keine Sorgen, Emma. Deine Gesundheit ist wichtiger. Ich schaffe das schon«, schrieb sie. Es tat gut, das zu lesen, aber es machte mich immer noch traurig. Ich wollte bei der Präsentation dabei sein. Ich wollte Lena nicht allein lassen. Doch ich wusste, dass ich nichts tun konnte. In den nächsten Tagen ruhte ich mich aus. Meine Mutter kümmerte sich um mich. Sie brachte mir Tee und Suppe. Ich las Bücher und schaute aus dem Fenster. Der Regen fiel leise auf die Straße, und die Blätter wirbelten im Wind. Langsam fühlte ich mich besser, aber es dauerte lange. Nach einer Woche konnte ich wieder zur Schule gehen. Als ich Lena sah, lief sie zu mir. Sie umarmte mich und lächelte. »Ich bin so froh, dass es dir besser geht, Emma«, sagte sie. Ich lächelte zurück. »Danke, Lena. Danke, dass du das Projekt geschafft hast«, sagte ich. »Du musst dir keine Sorgen machen«, antwortete sie. »Wir haben das zusammen gemacht, auch wenn du krank warst.« In diesem Moment fühlte ich mich endlich besser. Ich verstand, dass meine Gesundheit das Wichtigste war. Lena war eine gute Freundin, und ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen konnte. »Emma, du bist krank. Du hustest ständig und hast Fieber. Emma, du bist krank. Du hustest ständig und hast Fieber.« Wir müssen zum Arzt gehen. Wir müssen zum Arzt gehen. Mama, mir geht's gut. Es ist nur eine Erkältung. Mama, mir geht's gut. Es ist nur eine Erkältung. Ich brauche keinen Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Du bist schon seit Tagen krank. Es wird nicht besser. Du bist schon seit Tagen krank. Es wird nicht besser. Wir müssen das abklären. Wir müssen das abklären. Hallo Emma, wie fühlst du dich? Hallo Emma, wie fühlst du dich? Welche Symptome hast du? Welche Symptome hast du?
Ich habe Husten und Fieber. Ich habe Husten und Fieber. Mein Kopf tut auch weh. Mein Kopf tut auch weh. Okay, atme tief ein. Ich höre deine Lunge ab. Okay, atme tief ein. Ich höre deine Lunge ab. Das klingt nach Bronchitis. Aber ich bin mir nicht sicher. Das klingt nach Bronchitis. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen ein Röntgenbild. Wir brauchen ein Röntgenbild. Ist es vielleicht eine Lungenentzündung? Ist es vielleicht eine Lungenentzündung? Was passiert, wenn es das ist? Was passiert, wenn es das ist? Keine Panik, Emma. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Keine Panik, Emma. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir machen das, um sicher zu sein. Wir machen das, um sicher zu sein. Aber was ist mit meiner Präsentation? Ich werde sie verpassen. Aber was ist mit meiner Präsentation? Ich werde sie verpassen. Lena wird es alleine nicht schaffen. Lena wird es alleine nicht schaffen. Deine Gesundheit ist wichtiger als die Präsentation. Deine Gesundheit ist wichtiger als die Präsentation. Lena wird das verstehen. Lena wird das verstehen. Lena, ich kann die Präsentation nicht machen. Ich bin zu krank. Lena, ich kann die Präsentation nicht machen. Ich bin zu krank. Ich hoffe, du schaffst es alleine. Ich hoffe, du schaffst es alleine. Mach dir keine Sorgen, Emma. Ich habe die Präsentation fertig gemacht. Mach dir keine Sorgen, Emma. Ich habe die Präsentation fertig gemacht. Konzentriere dich darauf, gesund zu werden. Konzentriere dich darauf, gesund zu werden. Danke, Lena. Du bist eine großartige Freundin. Danke, Lena. Du bist eine großartige Freundin. Ich bin so erleichtert. Ich bin so erleichtert. Der Arzt hat angerufen. Du hast keine Lungenentzündung. Der Arzt hat angerufen. Du hast keine Lungenentzündung. Nur eine Bronchitis. Du wirst bald gesund sein. Nur eine Bronchitis. Du wirst bald gesund sein. Das sind gute Nachrichten. Jetzt kann ich mich ausruhen. Das sind gute Nachrichten. Jetzt kann ich mich ausruhen. Ich werde bald wieder fit sein. Ich werde bald wieder fit sein.
Lena, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Lena, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Wie ist die Präsentation gelaufen? Wie ist die Präsentation gelaufen? Die Präsentation ist super gelaufen. Alles war in Ordnung. Die Präsentation ist super gelaufen. Alles war in Ordnung. Ich bin froh, dass du dich erholt hast. Ich bin froh, dass du dich erholt hast. Danke, dass du alles übernommen hast. Du bist die Beste. Danke, dass du alles übernommen hast. Du bist die Beste. Jetzt fühle ich mich viel besser. Jetzt fühle ich mich viel besser. Na dann, auf zu neuen Projekten. Na dann, auf zu neuen Projekten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.